Ihr Bruder ist viel besser bekannt, seine Bücher weit verbreitet und obwohl weniger Menschen ihren Namen kennen, leistete Annie Smith einen wesentlichen Beitrag in den frühen Tagen des Adventismus. Sie war eine begabte Schriftstellerin, Dichterin und Redakteurin und 10 ihrer Lieder erschienen im Kirchenliederbuch von 1941 und 4 ihrer Lieder kann man noch heute in der aktuellen Ausgabe finden. Sie wurde in eine Familie mit 3 anderen Brüdern hineingeboren, hier in diesem Haus in West Wilton, das heute Smith Tavern genannt wird. Es war auch das Zuhause, in dem sie leider im Alter von 27 Jahren starb. In Erwartung seiner baldigen Rückkehr übergab Annie ihr Leben im zarten Alter von 10 Jahren Jesus. Doch nach der großen Enttäuschung gaben sie und ihr Bruder Uriah die Hoffnung auf seine baldige Wiederkunft auf und kehrten zur Universität zurück. Annie war intellektuell begabt und erhielt einen Platz im Charlestown Female Seminary hier in Boston, wo sie mehrere Jahre verbrachte. Ihre Mutter Rebecca war immer noch gläubig. Und als eines Tages Joseph Bates in die Stadt kam und erwähnte, dass er in ihrer Nähe sein würde, schrieb sie Annie und fragte sie, ob sie nicht an den Treffen teilnehmen wolle. Annie war nicht wirklich interessiert, aber aus Pflichtgefühl ging sie hin. Am Ende der Veranstaltung fragte Joseph Bates sie, ob sie Bibelstunden haben wollte. Und sie stimmte zu. Nach 3 Jahren Studium nahm sie die Adventbotschaft, inklusive des Sabbats, und alle seiner Lehren wieder an. Zu dieser Zeit bekam Annie ein lukratives Stellenangebot für $1.000 pro Jahr als Lehrerin, das sie noch nicht angenommen hatte. Eine außerordentliche Summe zu dieser Zeit. Es ergab sich außerdem eine Gelegenheit, im Review and Herald Büro in Rochester in New York zu arbeiten. Als sie die beiden Angebote abwägte, den finanziellen Gewinn auf der einen Seite, im Vergleich zur Arbeit für Kost und Logis andererseits, entschied sie sich für Letzteres. Hier in Rochester arbeitete sie fleißig und sie erwies sich bald als außerordentlich fähig. Sie arbeitete als Lektorin und zeitweise aber auch als Chefredakteurin. Weil James White viel unterwegs war, übernahm sie oft seine Aufgaben, was bemerkenswert war in Anbetracht ihres jungen Alters. Und sie sorgte dafür, dass die Zeitschrift regelmäßig erscheinen konnte. Aufgrund von James Whites vielen Reisen war es vorher nicht möglich, dass das Magazin regelmäßig erschien. Aber jetzt, wo Annie da war, änderten sich die Dinge zum Guten. Annie hatte etwas mehr als 1 Jahr beim Review gearbeitet, als James Whites Geschwister, Nathaniel und Anna, ankamen, die beide an Tuberkulose litten. Vielleicht lag es an der räumlichen Enge, auf der sie alle miteinander lebten, denn Annie steckte sich an und zog im November 1854 zu ihrer Mutter, um bei ihr zu leben. Alle Behandlungen, die sie ausprobierte, funktionierten nicht. Ellen White hatte sogar $75 ihres eigenen Geldes geschickt, um zu helfen, aber nichts schien zu funktionieren. Annie beendete dieses Gedichtbuch hier mit dem Titel »Zuhause hier und Zuhause im Himmel« 10 Tage vor ihrem Tod. Das letzte Gedicht, das sie schrieb, lautet: »O, vergieße keine Träne über der Stelle, an der ich schlafe, denn die Lebenden und nicht die Toten mögen weinen. Warum? Um die Müden trauern, die sich süß ausruhen, denn im Grab sind sie frei von den Leiden des Lebens.« Annie lebte ein Leben voller Opferbereitschaft, Einsatzbereitschaft und Hingabe. Um für die Kirchengemeinschaft zu arbeiten, gab sie eine vielversprechende Karriere auf und erhielt dafür wenig finanziellen Gewinn. Es waren die Opfer von hauptsächlich jungen Leuten, die die Kirche in ihren frühen Jahren so bemerkenswert wachsen ließ. Und Gottes Volk wird am Ende der Zeit ein ähnliches Opfer bringen, um die Arbeit zum Abschluss zu bringen.